For many years, I've been fascinated by my ancestor, King George III. In fact, Das königliche Drama ist ausgebrochen wie nie zuvor. Seit Jahren ist die Ehe von König Charles und Königin Camilla umstritten. Jüngste Berichte deuten jedoch darauf hin, dass die Spannungen hinter den Palasttüren einen Wendepunkt erreicht haben. Berichten zufolge ist König Charles wütend und hat in einer schockierenden Wendung der Ereignisse Königin Camilla aus dem Palast geworfen, mit der Forderung, dass sie ihren Ehering zurückgibt. Finden Sie, dass Camilla das verdient hat? Kommentieren Sie mit Ja oder Nein. Was genau ist passiert? Und warum ist Charles so wütend? Bleiben Sie dran. Wir werden es herausfinden. König Charles und Königin Camilla. Hitzige Konfrontation. Im Palast war zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Wochen nichts mehr los. Es herrschte eine angespannte Atmosphäre, die selbst die Arbeiter nicht ignorieren konnten. Während seines ganzen Lebens war König Charles jemand, der großen Wert auf Ordnung, Tradition und die Aufrechterhaltung eines akkuraten Bildes der Monarchie gelegt hat. Camilla, die Ehefrau von Prinz Charles, hat von der Königin des Vereinigten Königreichs die Erlaubnis erhalten, den Titel eines Königsgemahls zu tragen. In letzter Zeit sind die Dinge jedoch nicht so gelaufen, wie er es erwartet hatte. Berichten zufolge erreichten die Spannungen schließlich einen Punkt, an dem sie sich auf eine Weise entluden, mit der niemand gerechnet hatte. Königin Camilla war der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Sie trat nicht nur allein auf, sondern hielt auch Reden und sprach sogar mit der Presse, ohne sich an das übliche Verfahren zu halten, sodass sie häufiger ins Rampenlicht trat, als sie es normalerweise getan hätte. Anfangs mag dies für die breite Öffentlichkeit kein großes Problem gewesen sein. Innerhalb des Palastes sah die Situation jedoch anders aus. In der Monarchie geht es um mehr als nur um Tradition. Hier geht es um Kontrolle. Außerdem ist alles genauestens organisiert, von den Worten, die die Mitglieder sprechen, bis hin zu der Art und Weise, wie sie sich selbst darstellen. Berichten zufolge hat Camilla ein Interview gegeben, ohne zuvor die Zustimmung des Palastes eingeholt zu haben, was in der gesamten königlichen Familie für Aufregung sorgte. Hier ist jedoch der überraschendste Teil. In diesem Interview sprach sie offen und ehrlich über ihre Position innerhalb der Monarchie und machte sogar indirekte Andeutungen über die Zukunft, die nicht hinter verschlossenen Türen besprochen worden waren. Es waren nicht nur die Worte, die sie sprach, es war auch die Art und Weise, wie sie sagte. Die Aussagen, die Camilla während des gesamten Interviews machte, waren selbstbewusst und vielleicht sogar trotzig. Außerdem machten sie deutlich, dass sie sich nicht die ganze Zeit im Hintergrund halten würde. In diesem Moment, so die Eingeweihten, änderte sich alles. Der König, Karl, war hysterisch. Er hatte Jahre damit verbracht, sich auf den Thron vorzubereiten, sich mit Skandalen auseinanderzusetzen, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen und zu versuchen, die Monarchie zu modernisieren und gleichzeitig ihre Traditionen zu bewahren. Und in diesem Moment schien es, als würde seine eigene Frau gegen dieselbe Institution arbeiten, für die er so eifrig gearbeitet hatte. Außerdem stand Charles auf und forderte Camilla auf, den Palast unverzüglich zu verlassen, was ein seltenes Beispiel für seine offensichtliche Wut war. Unverzüglich erkundigte er sich nach der Möglichkeit eines Gesprächs. Die Schärfe seiner Stimme wurde von einem Hauch von Verzweiflung in seinem Tonfall begleitet. Da sie so kühne Behauptungen aufgestellt hatte, war er neugierig, warum sie weder ihn noch den Palast vorher kontaktiert hatte. Gleichzeitig war er neugierig auf die Gründe für ihre plötzliche Hinwendung zu einem autonomeren Vorgehen. Camilla, die für ihr ruhiges Auftreten bekannt ist, lehnte es ab, einen Rückzieher zu machen. Sie ließ sich nicht beirren und verteidigte ihre Entscheidungen mit den Worten, dass die Tatsache, dass sie die Gemahlin der Königin sei, nicht bedeute, dass sie schweigen müsse. Anstatt nur neben ihm zu stehen, behauptete sie, dass sie in dieser Situation eine Rolle zu spielen habe. Charles war jedoch nicht bereit, das zu tun. Ihm zufolge ging es um mehr als nur um ein Interview. Das Ansehen der Monarchie in der Öffentlichkeit. Ihre Loyalität und ihr Vertrauen standen in dieser Situation auf dem Spiel. Die Meinungsverschiedenheiten wurden plötzlich heftiger. Doch der sonst eher zurückhaltende und kontrollierte Karl wurde plötzlich von einem Gefühl der Hilflosigkeit und Frustration übermannt. Außer Sprach wurde seine Stimme immer lauter und hallte durch die Wände des Palastes. Sein Gesicht wurde purpurrot. Die Mitarbeiter, die sich außerhalb des Raumes befanden, blieben still. Einige von ihnen waren schon seit Jahrzehnten dort beschäftigt und hatten ihn noch nie in einem solchen Zustand erlebt. Doch dann geschah etwas, das alle in einen Schockzustand versetzte.
Berichten zufolge tat Charles etwas, womit niemand gerechnet hatte, dass er im Eifer des Gefechts etwas tun würde. Camilla musste ihren Verlobungsring nach seinen Wünschen überreichen, wenn es um diesen Aspekt geht. Enttäuscht die königliche Familie nicht. Sie trug offensichtlich einen massiven Diamanten, wie die Tatsache zeigt, dass Camilla ihn am Finger trug. Natürlich war dies nicht irgendein alter Ring. Er war ein Stück königlicher Geschichte, das einst an seine geliebte Großmutter, die Königinmutter, weitergegeben worden war. Im Laufe der vielen Jahre hatte er als Symbol für ihre Liebe, ihre Herausforderungen und alles, was sie auf sich genommen hatten, um zusammen zu sein, gedient. Camilla blieb einen kurzen Moment lang still und wortlos, als ob sie versuchen würde, das, was er gerade gesagt hatte, zu verstehen. Starrte sie ihn nur an, als alles erledigt war. Nahm sie den Ring vorsichtig von ihrem Finger und bewahrte dabei die ruhige Würde, die sie immer ausgezeichnet hatte. Sie hat sich nicht auf eine Debatte eingelassen. Sie hat keine Appelle gemacht. Ihr Versuch, sich zu erklären, blieb erfolglos. Stattdessen legte sie den Ring einfach auf einen Tisch in der Nähe, drehte sich um und begann mit den Vorbereitungen für ihre Abreise. An diesem Abend herrschte auf Schloss Windsor Anarchie. Niemand hatte damit gerechnet, dass dies geschehen würde. Nun, da alles vorbei war, packte Camilla, die während der ganzen Zeit an der Seite von Charles gestanden hatte, ihre Habseligkeiten. Nur die wichtigsten Dinge wurden von ihren Mitarbeitern zusammengetragen, die zügig arbeiteten. Es gab kein Zeitfenster für eine Diskussion. Es bleibt keine Zeit für Nachfragen. Der Moment war übermäßig schwer. Einige Mitglieder der Besatzung hatten Mühe, ihre Tränen zurückzuhalten, da sie nicht begreifen konnten, was sie sahen. Camilla entschied sich dafür, Schloss Windsor noch in der Nacht zu verlassen und nicht bis zum Morgengrauen zu warten, um am nächsten Tag abzureisen. Und Camilla war bereits bereit, als ein königliches Auto am privaten Eingang des Gebäudes ankam. Berichten zufolge wurde Camilla dabei gesehen, wie sie an diesem Abend den Palast in einem königlichen Auto verließ, das nur von ihrer vertrautesten Hofdame und einem einzigen Sicherheitsbeamten begleitet wurde. Das Filmmaterial wurde angeblich von Sicherheitskameras aufgenommen. Es gab keinen beeindruckenden Abschied und keine Abschiedsreden. Sie stieg lediglich in den Wagen, und ohne ein einziges Wort zu sagen, verschwand das Auto in der Dunkelheit. In diesem Moment betritt sie die Westterrasse des Buckingham Palace. Im Palast blieb Karl während der gesamten Zeit in seinen Gemächern. Niemand hatte den Mut, sich ihm zu nähern. Der königliche Haushalt stand bei Tagesanbruch vor einer ausgewachsenen Katastrophe. Sofort wurden hochrangige Berater kontaktiert, Dringlichkeitssitzungen organisiert und das Hauptaugenmerk auf die Schadensbegrenzung gerichtet. Es handelte sich nicht nur um eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen, sondern auch um einen Albtraum für die Öffentlichkeitsarbeit. Zuvor war die Monarchie einer eingehenden Prüfung unterzogen worden. Nun droht dieser Skandal das Fundament, auf dem sie aufgebaut wurde, zu erschüttern. Die Informationen wurden umgehend an Prinz William und Prinzessin Catherine weitergeleitet. Und als sie die Nachricht erhielten, waren sie schockiert. Vor allem William wurde von großen Ängsten geplagt. Die Tatsache, dass sein Vater die Last der Krone trug, war ihm immer bewusst gewesen. Dies war jedoch nicht der Fall. Dies war eine private Angelegenheit. Währenddessen hatten die Medien bereits damit begonnen, verschiedene Fragen zu stellen. Die Verpflichtungen, an denen Camilla teilnehmen sollte, haben nicht stattgefunden. Berichten zufolge kam es im Palast zu Spannungen. Es kursierten Gerüchte. Die Presse war begierig auf Antworten. In Ermangelung anderer Möglichkeiten war der Palast gezwungen, schnell nach Methoden zu suchen, um eine Erklärung zu formulieren. Gleichzeitig schwebte eine Frage über allem, was sich hinter den verschlossenen Türen abspielte. Handelt es sich um einen heftigen Streit oder war dies der Moment, in dem die Beziehung von König Charles und Königin Camilla zu Ende ging? Wir werden dieses Thema an dieser Stelle weiter vertiefen. Der Weg zur Queen Consort. Um die Bedeutung dieser Untersuchungen zu verstehen, ist es notwendig, auf die Anfangsphase zurückzukommen. Die Konflikte, die sich hinter den Mauern des Palastes abspielten. Erst nachdem Camilla den Widerstand der Öffentlichkeit überwunden und die notwendigen Vorkehrungen getroffen hatte, konnte sie als Ehefrau an der Seite von Charles stehen, geschweige denn als seine königliche Gemahlin. Die gemeinsame Liebesgeschichte der beiden war alles andere als einfach. Bevor sie Charles' Frau wurde, war Camilla schon sehr lange Teil seines Lebens. Die Frau, die er viele Jahre lang geliebt hatte, stand nun vor ihm. Das, was er verlegt hatte. Und es war das, wofür er so hart gekämpft hatte. Trotz der Tatsache, dass die ganze Welt zusieht und urteilt.
Doch selbst als die beiden ihre Liebe öffentlich machten und sie in das königliche Leben eintrat, gibt es nur einen Gegenstand, der mehr als alles andere ihren Platz an seiner Seite repräsentiert. Und das ist der Ring, der während der gesamten Hochzeit getragen wurde. Dieser Ring war nicht nur ein Schmuckstück. In aller Stille wurde die Botschaft übermittelt, dass sie nicht länger als Ausländerin betrachtet wird. Es ist nicht mehr die Kontroverse, die zuvor die Monarchie erschüttert hatte. Die Legitimität wurde durch dieses Symbol dargestellt. Aber das war ein Preis, den es zu zahlen galt. Ende der 1990er Jahre, als ihre Beziehung noch ein sehr sensibles Thema war die Öffentlichkeit jedoch noch nicht bereit, Camilla mit offenen Armen zu empfangen. Außerdem waren die Narben, die durch die gescheiterte Ehe von Charles und Diana entstanden waren, noch nicht verheilt. Die Position der anderen Frau wurde Camilla zugewiesen. Es war die Person, die für die Auflösung der Ehe verantwortlich war, die für Millionen von Menschen ein Märchen gewesen war. Diana hat sich die Zuneigung von Menschen auf der ganzen Welt erworben. Auch nach ihrem Tod war ihr Einfluss noch groß. Viele Menschen waren der Meinung, dass Camilla es nicht verdient hatte, ein Teil von Charles' Leben zu sein, geschweige denn ein Mitglied der königlichen Familie. Charles hingegen hatte eine andere Sichtweise. Er hatte Camilla lange Zeit als seine wahre Liebe betrachtet. Lange bevor er Diana heiratete. Obwohl er sie zutiefst liebte, wurden sie durch die Umstände auseinandergerissen. Im Reich der Könige hatte die Pflicht häufig Vorrang vor der Zuneigung. Ein weiterer Punkt ist, dass Camilla in den 1970er Jahren nicht als geeignete Ehefrau für den zukünftigen König angesehen wurde. Obwohl sie eine aristokratische Familiengeschichte hatte, besaß sie nicht das makellose königliche Image, das sich die Monarchie wünschte. Das heißt, Charles hatte Diana geheiratet. Darüber hinaus hatte Camilla den Bund der Ehe mit Andrew Parker Bowles geschlossen. Obwohl sie ihre eigenen Wege gingen, wurden die Gefühle, die sie füreinander hegten, nie geringer. Als der Rest der Welt von ihrer Affäre erfuhr, war sie außerdem bereits in bestimmten Kreisen ein bekanntes Geheimnis. Andererseits schürte Dianas bekanntes Interview, in dem sie behauptete, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen eng. Nur die Feindseligkeit der Öffentlichkeit gegenüber Camilla. Dennoch war Charles trotz der Anfeindungen, die er erfuhr, nicht bereit, sie gehen zu lassen. Als die beiden Ende der 1990er Jahre versuchten, ihre Romanze wieder aufleben zu lassen, war das keine leichte Aufgabe. Die Medien verfolgten Camilla unerbittlich, hinterfragten jeden ihrer Schritte und analysierten jede Entscheidung, die Charles in Bezug auf ihre Beziehung traf. Einige Jahre lang war sie gezwungen, sich im Hintergrund zu halten, öffentliche Veranstaltungen zu meiden und sich bedeckt zu halten, um nicht noch mehr Kontroversen zu provozieren. Selbst als sie den Palast betrat, wurde sie nicht herzlich begrüßt. Zu allem Überfluss wurde Sir Michael Peat im Jahr 2002 zum Privatsekretär von Charles ernannt, zu dessen Hauptaufgaben es gehörte, eine physische Distanz zwischen Charles und Camilla zu schaffen. Darüber hinaus hatte die Königin nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie sich in Camilla unwohl fühlte, und sie machte deutlich, dass sie die Verbindung zwischen den beiden nicht gut hieß. Camilla wurde von vielen Mitarbeitern des Buckingham-Palastes als Belastung empfunden. Sie erinnerte an die Vergangenheit, an Skandale und an noch nicht verheilte Wunden. And all das. Charles wollte sich jedoch nicht in die Enge treiben lassen. Da er Camilla schon einmal verloren hatte, war er entschlossen, dies nicht noch einmal zuzulassen. Als Pete zu der Erkenntnis gelangte, dass es unmöglich war, die beiden zu trennen, änderte er daher seine Strategie. Er versuchte nicht, ihre Verbindung zu unterbinden, sondern arbeitete daran, sie für beide Seiten akzeptabel zu machen. Dazu gehörte es, die Unterstützung einflussreicher Personen wie der Königin, von Regierungsvertretern, religiösen Führern und vor allem der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs zu gewinnen. Es war notwendig, Camilla so in das königliche Leben einzuführen, dass es weniger wahrscheinlich war, dass sie eine weitere Runde der Kritik provozieren würde. Es war notwendig, behutsam und überlegt vorzugehen, um zu gewährleisten, dass die Menschen zum Zeitpunkt der Eheschließung empfänglicher für ihre Anwesenheit sein würden. Andererseits war es nicht einfach, die Zustimmung der Königin zu erlangen. Die Königin war Camilla gegenüber standhaft geblieben und hatte sich sogar geweigert, ihre Anwesenheit bei öffentlichen Veranstaltungen anzuerkennen. Im Jahr 1998 besuchte sie eine Party, bei der Camilla anwesend war, unternahm aber keinen Versuch, mit ihr zu sprechen, sondern schickte ihr stattdessen Texte, aus denen hervorging, dass sie die Einladung nicht annehmen wollte.
Charles hat jedoch über all die Jahre hinweg an seiner Konsequenz festgehalten. Nachdem Charles deutlich gemacht hatte, dass Camilla bleiben würde, war die Königin schließlich gezwungen, die Tatsache zu akzeptieren, dass sie bleiben würde. Im Jahr 2005 fand sie sich widerwillig mit der Tatsache ab, dass die beiden eine Beziehung führten. Aber sie war sehr sorgfältig in der Art und Weise, wie sie ihre Unterstützung zum Ausdruck brachte. Anstatt der standesamtlichen Trauung beizuwohnen, beschloss sie, später eine Feier zu veranstalten, um ihre Gäste zu unterhalten. Dies war eher eine zurückhaltende Anerkennung als eine leidenschaftliche Befürwortung der Idee. Der Weg zur Akzeptanz war für Camilla immer noch mühsam, auch wenn die Königin ihren Segen gab, wenn auch mit einigem Widerwillen. Sie wurde häufig von den Medien untersucht, die sie mit Diana verglichen und in Frage stellten, ob sie geeignet sei, an der Seite von Charles zu sein. Meinungsumfragen ergaben, dass eine beträchtliche Anzahl von Personen sie weiterhin als umstrittene Figur betrachtete. Es gab sogar viele, die sagten, dass es Charles niemals erlaubt sein sollte, sie zu heiraten. Trotz allem, was geschehen war, hielten Charles und Camilla an ihrem Vorhaben fest. Den Antrag machte Charles schließlich, als er die Neujahrsferien in seinem schottischen Haus in Birkhall verbrachte. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden bereits seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit zusammen, und der Palast hatte den Rahmen für ihre Verlobung minutiös vorbereitet. Im Februar 2005 wurde die Nachricht verkündet, die zwar nicht völlig überraschend kam, aber dennoch ein bedeutendes Ereignis darstellte. Es war nicht nur ihre Liebe, die zur Verlobung führte. Die Symbolik war das Thema. An diesem Punkt wurde der Ring präsentiert. Doch der Ring, den Charles Camilla überreichte, war nicht irgendein Ring. Er befand sich im Besitz der Königinmutter, die weithin als eines der am meisten verehrten und geschätzten Mitglieder der königlichen Familie gilt. Bei dem Design handelte es sich um ein Art-Deko-Stück aus den 1930er Jahren, das einen Diamanten im Quadratschliff enthielt, der von mehreren kleineren Diamanten umgeben war, die eine große Bedeutung hatten. Darüber hinaus machte Charles Camilla nicht nur einen Heiratsantrag, indem er ihr diesen Ring überreichte, sondern er vermittelte auch die Botschaft, dass sie nun ein Mitglied der königlichen Familie war. Und zwar auf eine Art und Weise, die nicht widerlegt werden konnte. Die Journalisten waren sehr daran interessiert, Einzelheiten zu erfahren. Sie wollten wissen, ob Charles Camilla einen Heiratsantrag gemacht hat, wie sie darauf reagiert hat und ob es eine große romantische Geste gab. Camilla hingegen, die nie das Rampenlicht sucht, blieb mit ihren Antworten unklar. Sie grinste, wich dem Thema aus und ließ den Ring an ihrem Finger für sich selbst sprechen. Der Weg zu ihrer Hochzeit war jedoch nicht ganz frei von Hindernissen. Wegen der Beerdigung von Papst Johannes Paul II. musste die Zeremonie verschoben werden, und der Ort der Trauung wurde von Schloss Windsor in die Guildhall verlegt, die ein bescheidenerer Ort ist. Die Anhänger des Königshauses waren nach wie vor gespalten. Einige waren der Meinung, dass Charles niemals hätte wieder heiraten dürfen, während andere es als etwas ansahen, das schon lange überfällig war. Die Hochzeit von Charles und Camilla fand am 9. April 2005 statt, ohne aufwendige oder pompöse Demonstrationen königlicher Traditionen und ohne große Prozessionen. Danach gab es eine Segnung in der St. George's Chapel, auf die eine ruhige und zivile Zeremonie folgte. An dem Tag, an dem Camilla in die Welt hinausging, wirkte sie ängstlich, als sei sie sich der Bedeutung dessen bewusst, was sie im Begriff war zu tun. Sie trat nicht in eine Fantasiewelt ein, sondern in eine Realität, auf die sie viele Jahre lang hingearbeitet hatte. Es wurde jedoch sehr deutlich, als sie mit diesem Ring am Finger neben Charles stand. Es reichte nicht mehr aus, dass sie seine Gesellschaft war. Seine Gattin war eine Frau. Camillas Beziehung zu diesem Ring hat sich so entwickelt, dass sie mehr als nur Liebe umfasst. Mit anderen Worten, er war der Beweis dafür, dass sie über Jahre der Unsicherheit, des Urteils und der Ablehnung triumphiert hatte. Er war das deutlichste Zeichen dafür, dass sie ihr Ziel erreicht hatte. Als Charles sie deshalb all die Jahre später aufsuchte und sie bat, den Ring zurückzugeben, ging es ihm nicht nur um die Juwelen. Vielmehr ging es um alles, wofür er stand. Die Frage, die es zu beantworten galt, war nicht nur, ob ihr Streit ernst gemeint war oder nicht. Es ging um die Frage, ob Carl bereit war, genau das zurückzufordern, was die Legitimität ihrer Ehe begründet hatte. Der faszinierendste Teil ist jedoch dieser: Skandale und die Zukunft von Königin Camilla. Auch nach ihrer Ernennung zur Königin stand Camilla weiterhin in der Kritik. Der Palast konnte nur schwer verhindern,
dass die Öffentlichkeit über sie sprach, obwohl er alles in seiner Macht Stehende tat, um ihren Ruf zu schützen. Die Frage, ob sie tatsächlich zur königlichen Familie gehörte oder nicht, wurde viele Jahre lang diskutiert. Die Kritik wurde noch verstärkt, da sie die höchste Position erlangt hatte, die eine Königin zu diesem Zeitpunkt überhaupt haben konnte. Während mehrerer Jahrzehnte stand ihre Beziehung zu König Charles lange Zeit im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und obwohl sie seit 2005 verheiratet waren, sahen viele Menschen sie weiterhin als die andere Frau in der Geschichte von Prinz Charles und Prinzessin Diana. Obwohl es einige gab, die sie als Charles' Ehefrau akzeptierten, gab es andere, die weiterhin der Meinung waren, dass man ihr niemals hätte erlauben dürfen, eine so bedeutende Position einzunehmen. Als neue Skandale aufkamen, wurde diese Trennung noch deutlicher, als sie ohnehin schon war. Vor allem, als prominente Mitglieder der königlichen Familie in die Situation verwickelt wurden. Kein geringerer als Prinz Harry war die Ursache für einen der größten Konflikte, mit denen Camilla zu kämpfen hatte. Über mehrere Jahre hinweg war seine Beziehung zur königlichen Familie turbulent gewesen. Doch 2023, als er seine Memoiren Spare veröffentlichte, erreichte sie eine neue Intensität. In dem Buch ging es zwar auch um seine Probleme mit den Medien, den Tod seiner Mutter und seine Beziehung zu seinem Bruder William, doch einer der brisantesten Vorwürfe richtete sich direkt gegen Camilla. Das Buch enthüllte sehr intime Fakten über sein Leben, und während es diese Themen berührte, ging es auch um ihre Beziehung. Laut Harrys Behauptungen in dem Buch hat Camilla hinter den Kulissen gearbeitet, um ihr öffentliches Image zu verbessern, auch wenn das bedeutete, dass sie dafür andere Menschen opfern musste. Aufgrund ihrer Beziehungen zu den Medien bezeichnete er sie als eine potenziell gefährliche Person und beschuldigte sie, Material an die Presse weiterzugeben, um sich selbst in einem besseren Licht erscheinen zu lassen. Er behauptete, sie habe sich ihren Weg in die königliche Familie erschlichen, indem sie die Geschichte so gestaltete, dass sie als liebende und gehorsame Ehefrau dargestellt wurde und nicht als die Frau, die früher im Mittelpunkt der Kontroverse um die Ehe von Charles und Diana stand. Diese Anschuldigungen lösten im ganzen Königreich eine Schockwelle aus. Diese Anschuldigungen direkt von Dianas Sohn zu hören, verlieh der Angelegenheit neues Gewicht, obwohl die Öffentlichkeit schon seit geraumer Zeit über Camillas Einfluss spekuliert hatte. Viele Menschen waren neugierig, ob das, was er sagte, der Wahrheit entsprach, während andere der Meinung waren, Harry wolle nur eine persönliche Rechnung begleichen. Es wurde jedoch gesagt, dass Charles durch das Buch völlig erschüttert sei. Der öffentliche Angriff auf Camilla machte sehr deutlich, dass die Beziehung zwischen ihm und Harry angespannter war als je zuvor. Er hatte jahrelang versucht, seine Beziehung zu Harry zu kitten. Camilla hingegen hat sich zu keinem Zeitpunkt geäußert. Es war nicht das erste Mal, dass sie nicht sofort auf Kontroversen reagierte, und dieses Mal war es keine Ausnahme. Darüber hinaus berichteten Insider, dass sie hinter den Kulissen ziemlich wütend war. Sie war der Meinung, dass Harry zu weit gegangen sei und das Buch nichts anderes getan habe, als die ohnehin schon vorhandene Distanz zwischen ihm, Charles und dem Rest der Familie noch zu vergrößern. Obwohl Harry von seinen Verpflichtungen als Mitglied der königlichen Familie zurückgetreten war, wirkten seine Äußerungen weiter nach. Aufgrund der Anschuldigungen wurde es für Charles und Camilla äußerst schwierig, ein einheitliches und seriöses Bild abzugeben. Infolgedessen stellten viele Menschen in Frage, ob eine Versöhnung zwischen Vater und Sohn überhaupt noch möglich sei. Und als ob die Turbulenzen mit Harry nicht schon genug wären, brachte Camillas Krönung an der Seite von Charles im Mai 2023 noch mehr Kontroversen mit sich. Dieses Ereignis sollte ein Moment der Zusammengehörigkeit sein, ein historisches Ereignis, das den Beginn eines neuen Zeitalters einläuten sollte. Doch es schien nicht so zu laufen wie geplant. Es war jedoch von Anfang an klar, dass nicht alle mit der Idee einverstanden waren, ihre neue Position zu feiern. Prinz Harry tauchte zwar auf, aber Meghan beschloss, in Kalifornien zu bleiben, und Harry selbst blieb nur wenige Stunden in London, bevor er zurück in die Vereinigten Staaten flog. In Anbetracht der Kürze seiner Ankunft war es sehr offensichtlich, dass er keine Lust hatte, an Camillas bedeutendem Ereignis teilzunehmen. Die Tatsache, dass die Wunden in der Familie noch nicht verheilt waren, war nach Ansicht einiger Leute ein Beweis dafür. Andererseits war es für manche ein Zeichen dafür, dass er so viel Abstand wie möglich von Camillas Aufstieg zur Macht halten wollte. Während dieser Zeit kursierten Gerüchte, Camilla habe darauf gedrängt, dass ihre eigene Familie eine größere Rolle bei der Krönung spielen solle. Einigen Quellen zufolge hatte sie dafür gesorgt,
dass ihre Enkelkinder bei der Verleihung besonderer Ehrungen stärker einbezogen wurden als bestimmte ältere Mitglieder des Königshauses. Ihren Enkelkindern wurden besondere Ehrungen zuteil. Berichten zufolge löste dies bei Prinz William und Catherine Unbehagen aus, da sie den Eindruck hatten, Camilla übe eine übermäßige Kontrolle aus. Viele Kritiker behaupteten, Camilla versuche, die Monarchie zu verändern, um ihren persönlichen Interessen gerecht zu werden, und verwandelte sie in eine gemischte Familie, in der ihre Verwandten mehr Bedeutung erhielten als in der Vergangenheit. Der Palast lehnte es erneut ab, sich zu dieser Angelegenheit zu äußern, obwohl diese Kritik heftig war. Ein weiterer großer Skandal, der die Krönung umgab, war die unerwartete Änderung von Camillas Titel kurz vor der Zeremonie. Nach ihrer Heirat mit Charles im Jahr 2005 hieß es in der offiziellen Ankündigung, dass sie als Prinzessin Consort anerkannt wird, wenn Charles König wird. Dies wurde im Zusammenhang mit der Hochzeit zum Ausdruck gebracht. Diese Entscheidung war wohl überlegt, um die Gefühle der Bevölkerung zu respektieren und die Menschen, die Prinzessin Diana noch immer die Treue halten, nicht zu kränken. Andererseits entfernte der Palast kurz vor der Krönung heimlich den Titel Gemahlin aus ihrem Titel und nannte sie stattdessen öffentlich Königin Camilla. Zahlreiche Personen waren über diese Änderung erzürnt, da sie darin einen Verstoß gegen die erste Vereinbarung sahen. Viele, die Diana unterstützten, sahen darin einen Beweis dafür, dass Camilla schon immer die Absicht hatte, in die Monarchie aufzusteigen, unabhängig davon, was die Öffentlichkeit glaubte. Einige königliche Experten behaupteten sogar, dass Charles zu dieser Entscheidung gezwungen worden sei, obwohl er sich nie öffentlich zu diesem Thema geäußert hatte. Ein weiterer Faktor, der zur Eskalation der Spannungen zwischen Charles und seinen Söhnen beitrug, war der Wandel. Berichten zufolge akzeptierte William dies als Teil seiner königlichen Pflicht. Doch Harry interpretierte es als weiteren Beweis dafür, dass Camilla die Geschichte tatsächlich zu ihren Gunsten verändert hatte. In seinen Augen war es mehr als nur eine Namensänderung. Die Tatsache, dass Camilla ihre Autorität durchgesetzt hatte, war ein klarer Hinweis darauf, dass niemand etwas an der Situation ändern konnte. In der Zeit, in der Camilla sich an ihre neue Position gewöhnte, tauchte ein weiteres Problem auf, das diesmal Mitglieder des königlichen Personals betraf. Nach den aufgetauchten Berichten war sie die treibende Kraft hinter einer bedeutenden Umstrukturierung im Buckingham Palace, die zur Entlassung zahlreicher langjähriger Mitarbeiter führte. Diejenigen, die mit der Situation vertraut waren, behaupteten, Camilla wolle sich mit loyalen Mitarbeitern umgeben, um eine größere Kontrolle über die Abläufe im Palast zu erhalten. Angela Kelly, die zuvor als Garderobiere von Königin Elisabeth II fungiert hatte und eng mit ihr befreundet war eine der bemerkenswertesten Personen, die diese Position verließen. Angela Kelly hatte das Erbe der verstorbenen Königin sehr gehütet, und es gab Behauptungen, dass sie und Camilla vor ihrem Tod nie miteinander ausgekommen waren. Nach dem Tod von Königin Elizabeth wurde Kelly diskret aus ihrer Residenz in Windsor abgezogen und erhielt ein weitaus kleineres Anwesen an einem anderen Ort. Viele interpretierten dies als eine Methode Camillas, um zu zeigen, dass sie nun das Sagen hat und sich nicht scheut, bedeutende Veränderungen vorzunehmen. Die königliche Familie sah sich mit einem weiteren Hindernis konfrontiert, das sie in ihren Grundfesten erschütterte, als ob das alles nicht schon genug wäre. Das könnte wieder in Ordnung gebracht werden. Sie sind in der Lage, zusätzlich zu den Alleen eine beträchtliche Menge an Kohlenstoff zu binden, wenn sie nur Bäume und Hecken pflanzen. Wie war der Gesundheitszustand von König Karl? Anfang 2024 gab der Palast bekannt, dass bei Karl Krebs diagnostiziert worden war. Nach dieser Nachricht verlagerte sich die Aufmerksamkeit schnell von den Problemen der königlichen Familie zu den Sorgen um die Zukunft der Monarchie. Camilla musste aufgrund der medizinischen Behandlung von Charles mehr königliche Aufgaben übernehmen. Einige sahen darin die Gelegenheit, zu zeigen, dass sie eine echte Königin ist. Andere waren besorgt über die Auswirkungen, die dies auf die Stabilität der Monarchie haben könnte. Camillas Einfluss könnte noch stärker werden, wenn sich der Gesundheitszustand von Charles weiter verschlechtert. Insbesondere dann, wenn William früher als erwartet abtreten muss. Camilla blieb während der ganzen Zeit an der Seite von Charles, so wie sie es schon viele Jahre zuvor getan hatte. Obwohl die beiden öffentlich ihre Zuneigung füreinander bekundeten, gab es immer wieder Gerüchte über den tatsächlichen Stand ihrer Ehe. Während der Zeit, in der Charles mit den Herausforderungen seiner Gesundheit und den Anforderungen des Königsdaseins zu kämpfen hatte, glaubten mehrere Personen innerhalb der königlichen Familie,
dass er sich in hohem Maße auf Camilla stützte, um emotionale Unterstützung zu erhalten, und dass er mehr als je zuvor auf sie angewiesen war. Andere wiederum waren der Meinung, dass die Spannungen hinter den Kulissen zu der Zeit zugenommen hatten, als ihre Beziehung durch den Stress in ihrem Beruf negativ beeinflusst wurde. Ist es möglich, dass sie weiterhin an der Macht bleibt? Oder werden die aktuellen Hindernisse, mit denen sie konfrontiert ist, ihrer Herrschaft als Königin ein Ende setzen? Wenn ihr die Royal Updates mögt, solltet ihr uns in den Kommentaren eure Meinung sagen und sie liken und abonnieren. Klicken Sie hier für unser nächstes Video über eine weitere schockierende königliche Wendung. Sie werden nicht glauben, was jetzt kommt.